Die meisten Gespräche über KI in der Softwareentwicklung drehen sich um einen einzigen Punkt, den besseren Prompt. Schreib einen klügeren Prompt, bekomm besseren Code. Und für eine einzelne Aufgabe stimmt das sogar. Aber sobald du KI ernsthaft in einen professionellen Entwicklungsalltag einbauen willst, hunderte Units, Aufgaben über mehrere Tage, mehrere Sitzungen gleichzeitig, mehrere Projekte gleichzeitig, hast du eine Hürde, die kein Prompt der Welt überwindet. Aber erstmal das Intro. Willkommen zu meiner ersten Session über die Arbeit mit KI und den dafür benötigten Tools. Wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Frank Lauter. Ich bin Delphi-Entwickler seit den ersten Tagen von Turbo Pascal und Embarcadero MVP. Wenn du meinen YouTube-Kanal gefunden hast, kennst du sicherlich auch meine Homepage delphiprofi.de und meinen Blog. Also lass uns direkt in unseren heutigen Ausflug in die KI-Welt starten. Das ist kein theoretischer Vortrag über KI. Das ist ein Werkzeugkasten, den ich produktiv einsetze und kommerziell anbiete. Ich zeige dir heute, wie er funktioniert, und du entscheidest, an welcher Stelle er für dich interessant wird. Der rote Faden ist diese Treppe, 14 Stufen. Stufe für Stufe wirst du sehen, warum der nächste Schritt die natürliche Verbesserung und Erweiterung der vorhergehenden Stufe ist. Ganz unten Copy and Paste im Browser, ganz oben ein Backend, in dem KI-Agenten wie echte Mitarbeiter arbeiten. Meine Aufgabe ist es, nicht nur den Sprung auf die nächste Stufe zu erleichtern, sondern dir zu zeigen, warum du auf dieser Stufe nicht verweilen willst und die nächsthöhere Ebene erklimmen möchtest. Wenn wir oben ankommen, wirst du wahrscheinlich selber nicht mehr verstehen, warum du jemals im Browser gearbeitet hast. Fangen wir ganz unten an. Die Bodenplatte kennt jeder. Du hast ein Chatfenster im Browser offen. Du kopierst Code hinein, stellst eine Frage, bekommst eine Antwort und kopierst das Ergebnis zurück in die IDE. Und für eine kleine Aufgabe ist das völlig in Ordnung, es funktioniert. Aber schauen wir uns an, woran es scheitert, sobald es ernst wird. Der Agent muss jedes Mal die ganze Unit neu schreiben und du kopierst dann den Code in den Editor. Vielleicht kopierst du den Code aber lieber erst in Beyond Compare, um zu sehen, was der Agent in dieser Unit geändert hat. Abgesehen von der Wartezeit für die Erstellung, stellst du nach 4 bis 5 Runden fest, dass Fehler, die schon in Runde 2 beseitigt worden sind, wieder auftauchen. Das liegt daran, dass der Agent die Unit immer aus dem Gedächtnis neu schreiben muss, und dabei passieren immer mal wieder Fehler. Oder der Agent gibt dir die Teile als Codeblöcke, die er geändert hat. Eigentlich noch schlimmer, da du dann ewig suchen musst, wo der Codeschnipsel hinzugehört. Und ob der Quellcode kompiliert, ist eine ganz andere Frage. Ich wette, es fehlt mindestens ein Uses. Warum ist das so? Erstens, der Agent hat ein schlechtes Gedächtnis und es wird immer schlechter, je länger die Konversation andauert. Die Architekturentscheidung von letzter Woche? Vergessen. Zweitens, er kann nichts anfassen. Der Agent sieht nur den Text, den du ihm gibst. Er kann nicht kompilieren, nicht in deinen anderen Units nachschauen, nicht prüfen, ob sein Vorschlag überhaupt baut. Drittens, und das ist der eigentliche Knackpunkt, du bist die Brücke. Jedes Stück Kontext, das der Agent braucht, musst du von Hand hin und her kopieren. Bei einer Datei geht das. Bei einer Unit von 2000 Zeilen, die von 30 anderen abhängt, wird genau das zum Vollzeitjob. Das ist die Bodenplatte. Und der Ausweg ist nicht ein besserer Prompt. Der Ausweg ist, gib dem Agenten Zugriff auf deinen Code. Kurzer Einschub: Dieses Video ist etwas länger geworden als geplant. Dafür gibt es 2 Gründe. Erstens, auf einer Veranstaltung kamen so viele Fragen zu KI auf, dass ich gemerkt habe, da gibt es noch richtig viel Gesprächsbedarf. Und zweitens, im Internet hat jemand behauptet, ich hätte wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung von KI.
Ich hoffe, du schaust es dir komplett an, denn ganz am Ende habe ich noch ein richtig schönes Demo versteckt, das du dir nicht entgehen lassen solltest, und das hier ist höchstwahrscheinlich erst Teil 1. Vielleicht kommt noch ein zweites Video, in dem ich erkläre, wie dieses Video entstanden ist. Und das dritte wird sicher ein Update, denn zwischen der Idee zu diesem Video und heute liegen schon 4 Wochen, und das ist im Bereich KI eine Ewigkeit. Natürlich sind in diesen Wochen schon wieder neue Module und MCP-Server entstanden. Auf Stufe 1 verlassen wir den Browser. Der Agent läuft jetzt als Konsolen-App direkt auf deinem Rechner. Der Unterschied zum Browser: Der Agent hat jetzt direkten Zugriff auf dein Dateisystem. Er kann Units lesen, ohne dass du sie erst kopieren musst. Das klingt nach einem kleinen Schritt, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich bevorzuge persönlich ein Konsolenfenster. Es ist transparent und ich sehe genau, was der Agent tut. Das ist schon ein spürbarer Unterschied. Du musst keinen Code mehr kopieren. Aber der Agent hat noch keine echten Werkzeuge. Er kann Dateien lesen und schreiben, doch alles andere muss er sich über die Kommandozeile selbst zusammensuchen. Kompilieren? Er kann es versuchen, indem er den Compiler von Hand aufruft. Aber zuverlässig ist das nicht. Und das Gedächtnisproblem bleibt sowieso. Du bist nicht mehr die Brücke für den Code, aber du bist immer noch die Brücke für alles andere. Ich sehe gerade, natürlich gibt man nicht einen Schrägstrich und ein Kommando ein, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die KI auch nicht immer alles perfekt macht. Sicherlich bist du ein vorsichtiger Mensch und traust dem Ganzen erstmal nicht. Daher stellst du den Agenten so ein, dass er jedes Mal nachfragt, ob er etwas darf. Entweder hast du eine Engelsgeduld oder du schaltest diesen Modus nach spätestens 5 Minuten ab. Nach der 20. Nachfrage, ob er ein Tool verwenden oder auf der Platte etwas lesen darf, kontrollierst du sowieso nicht mehr, was der Agent von dir bestätigt haben möchte. Das ist so ähnlich wie der Admin-Rechte-Dialog in Windows. Wir wissen, der kommt, besonders wenn wir etwas installieren wollen, aber wir müssen es sowieso bestätigen, also klicken wir auf OK. Du hast den ersten Schritt gemacht. Weg vom Browser hin zur direkten Dateiarbeit. Egal welches Modell du nimmst, es findet sich auf deiner Festplatte schnell zurecht, wenn du es lässt. Nach ein paar Versuchen ist ihm klar, welche Delphi-Version du einsetzt und wo er MS-Build findet. Gegebenenfalls weiß er sogar, dass er rs-vars vorher aufrufen muss. Spätestens aber, wenn er 4 Versuche dafür braucht und es dann immer noch falsch macht, fängt es an zu nerven. Wir brauchen Werkzeuge. Auf Stufe 2 bekommt der Agent echte Werkzeuge. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Kai, ein Plugin, das direkt in der Delphi IDE läuft und dem Agenten erlaubt zu kompilieren, Formulare zu erzeugen und auf den Projektbaum zuzugreifen. Was Kai ermöglicht, ist kein einfacher Dateizugriff mehr. Es sind echte Werkzeugaufrufe. Ohne Kai braucht dein Agent etwas Hilfe, damit er aus der Konsole heraus dasselbe erledigen kann. Das technische Fundament dafür heißt MCP, das Model Context Protocol. Vereinfacht, ein standardisierter Weg, über den ein KI-Agent Funktionen aufrufen kann, natürlich nur die, die wir ihm geben. Ein Werkzeug kann sein: Lies diese Datei, kompiliere dieses Projekt, durchsuche den Quellcode. Die KI ruft das Werkzeug auf, bekommt ein echtes Ergebnis zurück und arbeitet damit weiter. Sie ist nicht mehr blind und muss nicht mehr alles Zeile für Zeile lesen. Ich biete genau solche einzelnen MCP-Server an, zum Beispiel für die Arbeit mit Delphi Quellcode, für Word-Dokumente, für Outlook, für Jira. Jeder davon deckt genau einen Bereich ab. Der Quellcode ist erhältlich, ein guter Einstieg, wenn du verstehen willst, wie so etwas in Delphi umgesetzt werden kann. Dazu mehr am Ende. Das fühlt sich nach einem riesigen Sprung an, und das ist es auch. Je nachdem, welchen Dienst du verwendest, hast du eine begrenzte Anzahl von freien Aktionen oder Token. Manche nennen es auch Credits. Es bedeutet eigentlich nur, dass du den Agenten nicht unlimitiert verwenden kannst. Wenn dein Limit erschöpft ist, kannst du entweder warten oder neue Credits hinzubuchen. Da Kai dieselben KI-Dienste verwendet, gilt das natürlich auch für ihn. Eine zweite wichtige Entscheidung ist die Wahl des Modells.
Modelle unterscheiden sich deutlich in ihrer Leistungsfähigkeit und natürlich im Preis. Stärkere Modelle sind teurer als schwächere. Über das Modell selbst hinaus gibt es noch die Effort-Einstellung. Sie steuert, wie viel Denkbudget das Modell verwenden darf, bevor es eine Antwort liefert. Mehr Effort kann die Qualität verbessern, besonders bei komplexen Aufgaben, erhöht aber auch Latenz und Kosten. Auf dieser Stufe kommt man schon recht weit und spätestens, wenn man festgestellt hat, dass man mit dem richtigen Prompt den Agenten dazu bringen kann, mehrere Unteragenten parallel zu starten, geht die Suche nach einem Fehler oder das Implementieren neuer Features in Windeseile. Aber dabei verbrennst du deine Credits sogar noch schneller. Sicherlich wird man auf dieser Stufe eine Zeit lang verbringen können und auf jeden Fall schon Ergebnisse erzielen, die jenseits von dem liegen, was man per Hand fixen oder implementieren könnte. Du hast in kaum vorstellbarer Zeit die 3 großen Fehler behoben und das Feature programmiert, worauf die Kunden schon so lange warten. Die Kosten sind im Verhältnis zum erhaltenen Ergebnis verschmerzbar, gegebenenfalls sogar ein Schnäppchen. Aber was ist mit der Dokumentation? Was ist mit der Neuerungsliste? Hast du auch alle Tickets geschlossen, die du erledigt hast? Was ist mit der Webseite, wo du immer die Infos veröffentlichst, was im Update enthalten ist? Ach ja, und die E-Mail-Benachrichtigungen an die Kunden? Erstellst du das immer noch per Hand? Und wie sieht es aus mit der Übersetzung für das internationale Update? Hat eigentlich jemand eine Rechtschreibkontrolle der Mail und der Webseite gemacht? Du beantwortest alle Fragen mit Nein. Dann gibt es noch mehr Potenzial. Aber zuerst müssen wir über das nächste Problem reden. Eines, das sich leise einschleicht. Ja, der Agent kann jetzt kompilieren über ein Werkzeug, zuverlässig, ohne Rätselraten über Pfade. Aber damit fängt das nächste, subtilere Problem an. Und gerade hatte er noch Platz in seinem Kontextfenster, aber dann liest er zum 7. Mal diese riesige Definitionsdatei und bevor du noch eine Anweisung geben kannst, startet der Autokompakt, der in der Regel dafür sorgt, dass er deine mühevoll gegebenen Instruktionen am Anfang der Session leider vergessen hat. Als erstes optimierst du die Einstellungen. Wie soll er Quellcode erzeugen? Dazu legst du MD-Dateien an. Das klappt dann schon ganz gut. Und der Quellcode sieht auch schon besser aus. Aber als kleiner Nebeneffekt ist sein Kontextfenster schon beim Start kleiner, der Autocompact kommt immer früher und der Tokenverbrauch ist auch gestiegen, weil er ständig diese MD-Dateien lesen muss und sein Gedächtnis auch in MD-Dateien schreibt. Aber weil die Qualität besser wird, ignorierst du das erstmal. Es gibt 2 Probleme: Token Burn und Workflow. Wir müssen beide lösen. Aber zuerst müssen wir sehen, wie tief dieser Kaninchenbau wirklich reicht. In einem typischen Aufbau startet jede Sitzung ihre eigenen MCP-Server. 5 offene Fenster bedeuten 5 laufende Serversätze und jeder Server meldet der KI zuerst einmal, welche Werkzeuge er hat, mit Namen, Parametern und Beschreibung. Das klingt harmlos. Rechnen wir es durch. Ein realistischer Delphi-Aufbau hat einen Quellcode-Server, einen Dokument-Server, einen Code-Indexer, einen Dateieditor und ein paar Hilfsdienste. Zusammen sind das schnell über 150 Werkzeugdeklarationen. Jede Deklaration kostet zwischen 150 und 300 Token. Bei 150 Werkzeugen sind das 22.000 bis 45.000 Token Overhead, bevor die KI eine einzige Zeile Code gesehen hat. Hinzu kommen deine Regeln und alle Einstellungen. Bei einem normalen Modell sind dann schnell schon mal 20% des Kontextfensters belegt. Bei einem lokalen Modell kann das schon bedeuten, dass nicht einmal das komplette Toolset in das verfügbare Kontextfenster hineinpasst. Und falls doch, bleibt kaum noch etwas übrig, um dem Modell überhaupt eine Frage zu stellen. Das ist die Hürde von Stufe 3. Die KI hat Werkzeuge, aber sie erstickt an ihnen. Und schließlich willst du vielleicht nicht nur an einem Projekt gleichzeitig arbeiten. Vielleicht behebst du in einem Fenster einen Fehler, überarbeitest interaktiv die Dokumentation in einem zweiten und bereitest in einem dritten schon die Update-Mails vor. Aber wenn jedes Fenster und jeder Agent seine eigene MCP-Server-Instanz laden muss, wird der Speicher sehr schnell zum Problem.
Und natürlich wissen diese einzelnen MCP-Server-Instanzen nichts voneinander. Es ist also durchaus möglich, dass der Agent in Fenster 1 gerade die Anwendung kompilieren will, während der Agent in Fenster 2 noch eine Unit verändert. Es gibt keinen gemeinsamen Zustand, keine Koordination und keine Kommunikation zwischen ihnen. Und dann, wenn man mit den freien Credits nicht mehr auskommt und ständig neue Credits hinzubuchen muss, kommt die Idee lokale Modelle. Wofür hat man denn die GPU im Rechner, wenn nicht dafür? Aber genau hier rächt sich der Token Overhead von eben. Ein lokales Modell hat viel weniger Kontext. Und die Werkzeugdeklarationen, die wir gerade durchgerechnet haben, fressen ihn fast komplett auf. Bevor wir also überhaupt sinnvoll über lokale Modelle reden können, müssen wir das Grundproblem lösen, dass jedes Fenster seinen eigenen Werkzeugberg mitschleppt. Und genau dahin führt die nächste Stufe. Schauen wir uns die 3 Probleme an, die wir bisher identifiziert haben. Problem 1: 45.000 Token Overhead. Problem 2: 5 Fenster, 5 isolierte Welten, die nichts voneinander wissen. Problem 3: Markdown-Dateien stapeln sich immer weiter, verbrauchen immer mehr Kontext und werden trotzdem nie vollständig gelesen. All diese Probleme haben eine gemeinsame Wurzel. Die MCP-Server laufen im Client, nicht im Backend. Jede Instanz startet frisch, kennt nichts von den anderen und der Agent trägt die ganze Last mit sich herum. Die Idee ist einfach. Was, wenn die MCP-Server gar nicht im Client laufen? Was, wenn es einen zentralen Server gibt, der einmal startet, alle Module einmal lädt und dann alle Agenten, alle Fenster, alle Sitzungen bedient? Dann gibt es keinen doppelten Speicher, keinen verlorenen Zustand, keine Isolation mehr. Und der Agent sieht nicht mehr alle Werkzeuge auf einmal, sondern immer nur die, die er gerade braucht. Und was ist der Effekt? Der größte Teil des Kontextfensters gehört dann wieder deinem Code, nicht der Werkzeugliste. Ganz oben steht der KI-Agent, in der Mitte ein dünner Proxy, der einzige Endpunkt, den der Agent je sieht. Er enthält keine Geschäftslogik. Seine Aufgabe ist, Nachrichten zu übersetzen und an das Backend weiterzuleiten, bewusst dünn. Ganz unten sitzt das eigentlich Interessante, der Backend-Server. Eine Delphi-Anwendung, die eine Sammlung von Modulen als DLLs lädt, Sitzungen verwaltet, Aufrufe verteilt und gemeinsamen Zustand hält. Es gibt 3 Arten von Modulen. Agentenseitige Module bieten Werkzeuge, MCP-Server DLLs, die die KI direkt aufruft. Lesen, schreiben, kompilieren, debuggen, suchen. Hintergrundmodule arbeiten selbstständig, ohne dass ein Agent beteiligt ist. Und Infrastrukturmodule stellen geteilte Dienste bereit, etwa die Datenbankanbindung. Der entscheidende Effizienzpunkt: Jedes Modul wird genau einmal geladen. Alle Sitzungen teilen sich dieselben schweren Ressourcen: geladene Syntaxbäume, Datenbankverbindungen, Auftragswarteschlangen. Eine neue Sitzung kostet einen Handschlag, nicht einen kompletten neuen Prozess mit Gigabyte an Zustand. Und weil jedes Modul eine DLL ist, lässt sich das Backend ohne Neustart erweitern. Ein neues Modul? Einfach hinzufügen. Ein Update? Hot Swap, während der Backend-Server läuft. Das System wächst, ohne dass die laufenden Sitzungen unterbrochen werden. Die Proxy-Schicht löst das Token-Problem auf elegante Weise. Ein einziger Endpunkt, der dem Modell immer nur die passenden Werkzeuge zeigt und den Aufruf an den richtigen Server im Hintergrund weiterleitet. Der Agent fragt an, was er braucht, und bekommt genau das, mehr nicht. Aus 22.000 bis 45.000 Token Overhead werden so rund 500 bis 1500 Token. Und das ist der Punkt, an dem aus Erkenntnis ein Produkt wird. Diese Proxy-Schicht ist nicht eine Empfehlung, die ich dir gebe, es ist Architektur, die ich gebaut habe. Sie heißt bei mir Proxy MCP. Proxy MCP selbst ist immer da, mit einer Handvoll eigener Tools. Und genau die sind der eigentliche Trick. Der Agent muss die Schemata der vielen Backend-Werkzeuge gar nicht im Kontext mitschleppen. Mit List-MCPs kann er jeden auf dem Backend geladenen Server und jedes Tool auflisten. Mit Dispatch ruft er jedes dieser Tools direkt auf.
und mit Explain, das hebe ich besonders hervor, lässt er sich das vollständige JSON-Schema eines einzelnen Tool-Calls geben. Genau dann, wenn er es braucht, ohne es fest in den Kontext zu laden. Und fehlt ihm in einem MCP-Server tatsächlich eine Funktion, kann er über Feature Request gleich einen Funktionswunsch einreichen. Er hat also das komplette Backend in Reichweite und zahlt trotzdem fast keinen Token-Overhead. Was darüber hinaus statisch von vornherein geladen wird, steuert eine kleine INI-Datei im Projektordner. Sie bündelt benannte Toolsets, ein Satz für die Delphi-Entwicklung, einer für die Blockarbeit, einer für Dokumente. So bekommt jedes Arbeitsverzeichnis genau die Werkzeuge, die dorthin gehören. Alles Übrige holt sich der Agent bei Bedarf über die Proxy-Tools. Das System ist damit betriebsbereit, aber noch ohne Gedächtnis. Und genau das ist die nächste Stufe. Das nächste Modul löst das größte Problem der Bodenplatte endgültig: das fehlende Gedächtnis. Es heißt PlanMCP. Wer ernsthaft mit KI-Assistenten arbeitet, kennt das Muster. Die Sitzung läuft gut, aber das Kontextfenster füllt sich. Du schreibst eine Zusammenfassung in eine Textdatei, hoffst, nichts vergessen zu haben und fügst sie in die nächste Sitzung ein. Es funktioniert so halbwegs, aber es ist fragil und Handarbeit. PlanMCP ersetzt das vollständig. Der Zustand, Aufgabenliste, Fortschritt, getroffene Entscheidungen, offene Fragen, alles lebt in einer Datenbank, nicht im Gespräch. Das macht den Befehl zum Leeren des Kontextfensters trivial. Du leerst einfach. Die nächste Sitzung liest einen Startprompt aus der letzten Session. Und schon ist das Modell wieder auf dem aktuellen Stand. Dieser Wiederaufnahmehinweis sorgt dafür, dass es nahtlos weitergeht, als wäre nichts gewesen. Genau das ist der Unterschied zwischen einem Assistenten, den man ständig an die Hand nehmen muss, und einem, der über Wochen ein Projekt trägt. Aber PlanMCP kann noch viel mehr. Es ist kein bloßer Dateiersatz. Es ist eine strukturierte Projektdatenbank. Darin leben Aufgaben mit Abhängigkeiten, Status und Owner, dazu Entscheidungen mit Begründung, erkannte Lücken mit Schweregrad, gespeicherte Artefakte, ein lückenloses Event-Log und ganze Dokumente mit einzelnen Abschnitten. Sogar jede Sitzung wird mitprotokolliert. Das Modell liest also nicht mehr eine wuchernde MD-Datei nach der anderen, sondern fragt gezielt genau das ab, was es gerade braucht. Das spart tausende Token und damit Credits. Und weil all das auf deinem MySQL-Server liegt, statt im Projektverzeichnis, lassen sich Entscheidungen sogar projekt- und Workstation-übergreifend setzen und abrufen. Das nächste Modul ist Delphi MCP. Die häufigste Reaktion ist: Aha, es kann also kompilieren. Ja, aber das ist der langweiligste Teil. Das Interessante ist der Zugriff über den Syntaxbaum. Wenn der Agent mit einer Unit arbeitet, bekommt er nicht rohen Pascal-Quelltext. Er bekommt eine strukturierte Darstellung, in der jeder Knoten eine stabile Kennung trägt. Eine Klassendeklaration, ein Methodenrumpf, ein Bedingungsblock, jedes ist ein benannter, adressierbarer Knoten. Dahinter steckt der Syntax-Tree-Generator meines Formatierers für Delphi-Quellcode. Dieser ist in der Lage, jede Unit und sogar das ganze Projekt als interface-basierten Baum im Speicher zu halten. Ich rede hier nicht davon, dass ein Agent 300.000 Zeilen Quellcode durchkämmen muss, um eine Methode oder Definition zu finden. Ich spreche hier von Echtzeitzugriff auf dein gesamtes Projekt, jede Klasse, jede Methode. Der Agent sagt nicht: finde Zeile 817 und ersetze das dritte Vorkommen. Er sagt: ersetze den Knoten mit dieser Kennung. Das ist eindeutig und es funktioniert auch in einer Codebasis mit 2000 Units zuverlässig, weil nicht über Zeilennummern navigiert wird, sondern über einen strukturierten Index. Und wie schreibt der Agent Code? Die Antwort ist einfach: er schreibt nur noch die Zeilen, die reines Pascal sind. Strukturen wie for, repeat, while, if then else sowie ganze Klassen erzeugt er mit einem einfachen Tool-Aufruf und etwas JSON. Der Code und die Struktur werden an der richtigen Stelle in den Syntaxbaum geschrieben und, wenn der Agent fertig ist, über den Formatierer perfekt im gewünschten Style auf die Platte geschrieben.
Borland Style, mein Style oder dein eigener Style, so wie du ihn definiert hast. Es gibt dafür ein SDK. Der Syntaxbaum gibt dem Agenten Struktur. Was ihm fehlt, ist semantisches Verständnis. Der Unterschied zwischen hier steht eine Variable namens Sender und diese Variable ist in genau diesem Aufruf vom Typ T-Object. Dafür gibt es nur eine verlässliche Quelle, den Delphi-Compiler selbst. Das Modul LSP-Händler verbindet sich mit Delphis eigenem Sprachserver, demselben, der im Hintergrund die Codevervollständigung und die Gehe-zu-Definition der IDE antreibt. Die beiden Module ergänzen sich sauber. Den Syntaxbaum nutzt der Agent, um Code zu ändern. Den Sprachserver nutzt er, um Code zu verstehen. Zusammen hat er dieselbe Kombination, die ein Entwickler in der IDE hat. Softwareentwicklung passiert nicht nur im Editor. Es gibt Tickets, E-Mails mit Anforderungen, Word-Dokumente mit Spezifikationen, Datenbankabfragen für den Live-Datenstand. Jedes Mal, wenn diese Dinge in getrennten Werkzeugen liegen, wirst du zur manuellen Brücke. Genau das Problem der Bodenplatte, nur eine Ebene höher. Die Integrationsmodule räumen das ab. Der Agent liest und aktualisiert Jira-Tickets, liest und beantwortet Outlook-Mails, schreibt und formatiert Word-Dokumente. Und über das MySQL-Interface hat er direkten Zugriff auf Produktionsdaten für Abfragen, Auswertungen oder um eigene Daten dauerhaft zu speichern. Stell dir den kompletten Ablauf vor. Der Agent bekommt ein Jira-Ticket mit einem gemeldeten Fehler. Er liest es, findet über den Syntaxbaum den relevanten Codepfad, macht den Fix, kompiliert, verifiziert, schließt das Ticket als erledigt und hängt eine Notiz an die Release Notes im Word-Dokument an. Das ist ein vollständiger Entwicklungszyklus, vom Fehlerbericht bis zum geschlossenen Ticket und der aktualisierten Doku. Mit dir, der prüft und freigibt, aber ohne dass du die einzelnen Schritte von Hand ausführst. Und jetzt das Modul, das bei erfahrenen Delphi-Entwicklern die stärkste Reaktion auslösen wird. Die KI kann debuggen. Nicht so tun als ob, sondern eine echte laufende Delphi-Debug-Sitzung steuern. Über dieselbe Schnittstelle, die du benutzt, wenn du F9 drückst zum Starten, F7 zum Hineinspringen, F8 zum Überspringen. Und hier kommt die Besonderheit, die dieses Modul technisch aufwendig macht. Es unterstützt sowohl Delphi 2007 als auch die modernen XE-Versionen. Delphi 2007 hat eine andere Debug-Schnittstelle als XE, zwei verschiedene DLLs, zwei verschiedene Protokolle, aber dasselbe MCP-Interface nach oben. Der Agent merkt davon nichts. Er setzt Breakpoints, liest Variablenwerte, steppt durch den Code, egal welche Delphi-Version dahinter steckt. Natürlich geht das nicht so einfach ohne ein Interface in der Delphi-IDE. Hierzu habe ich ein entsprechendes Plugin programmiert. Der Agent kann Delphi selbst starten oder er macht einen Rundruf. Hey, welche Delphi-Version ist gerade gestartet? Und das Plugin antwortet: Ich bin Delphi 11.3. Aktuell ist kein Projekt geladen. Ab da steuert der Agent nicht nur den Debugger, sondern auch die IDE, zum Beispiel um das korrekte Projekt zu laden. Ich wollte auch nicht glauben, dass es so einfach ist. Aber als ein Agent aufgrund eines eingegangenen Tickets das Problem in 2 Minuten mit dem Debugger gefunden hat, war ich überzeugt. Der Backend-Server muss nicht auf derselben Maschine laufen wie der Agent. Genau das macht es interessant für aufwendige Aufgaben. Ein konkretes Beispiel aus der Praxis: FFmpeg-MCP. Der Agent möchte ein Video rendern, aber das ist eine GPU-intensive Aufgabe, die den Entwicklungs-PC für Minuten blockieren würde. Stattdessen leitet Proxy MCP den Aufruf an die Maschine weiter, die die GPU besitzt. Denn meine Entwicklungsumgebung läuft in einer VM und eine VM hat bekanntlicherweise keinen direkten Kontakt zur Grafikkarte. FFmpeg läuft deshalb nicht in der VM, sondern direkt auf dem Host mit vollem Zugriff auf die GPU. Der Agent bekommt das Ergebnis, sobald es fertig ist. Wo der PC mit der GPU steht, spielt für den Agenten keine Rolle. In einer INI-Datei wurde festgelegt, dass der FFmpeg-Server auf dem PC mit dem Namen GPU installiert ist.
Das gleiche Prinzip gilt für jede ressourcenintensive Aufgabe. Kompilieren und Veröffentlichung von neuen Projektversionen über einen Bildserver. Spracherzeugung über einen Text-zu-Sprache-Server. Der Proxy-MCP weiß, welche Backends verfügbar sind und leitet automatisch dorthin weiter, wo die Kapazität sitzt. Für den Agenten sieht es immer gleich aus: ein Aufruf, ein Ergebnis. Das ist der Unterschied zwischen einem Einzelkämpfer am Schreibtisch und einem eingespielten Team von Mitarbeitern, das jede Aufgabe dort erledigt, wo sie hingehört. Der Agent dirigiert, die Mitarbeiter arbeiten. Oder um es besser auszudrücken, viele PCs, die gemeinschaftlich und agentengesteuert zusammenarbeiten. Naja, und rate mal, wie dieses Video entstanden ist. Ohne Schnittsoftware, ohne ein Grafikprogramm. Die Quelle war nur ein in Word geschriebenes Skript. Es ist, glaube ich, unnötig zu erwähnen, dass auch die Rohversion der Word-Datei zu 100% durch das Agentenwissen meiner Projekte entstanden ist. Klar habe ich noch Absätze hinzugefügt und automatisch erzeugte Texte an manchen Stellen anpassen müssen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich all diese Anpassungen in Word von Hand getippt habe, oder? Nach einer ersten Durchsicht wurde der Text Absatz für Absatz mit Unterstützung von Opus überarbeitet. Für die englische Übersetzung wurden zahlreiche Formulierungen verfeinert. Zum Schluss wurde für jeden Absatz noch die Text-to-Speech-Ausgabe geprüft und bei Bedarf korrigiert. Wir haben bei Stufe 3 schon darüber gesprochen, dass lokale Modelle eigene Limitierungen haben. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Verfahren, um lokale Modelle überhaupt für unseren Agenten nutzbar zu machen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich dazu entschlossen, das ausnahmsweise mal nicht selber in Delphi zu implementieren, sondern den bewährten Ollama-Server zu verwenden, auch wenn ein in Delphi geschriebenes Testprogramm bereits funktioniert hatte. Abgesehen von der Kostenersparnis ist ein wichtiger Punkt für viele auch die DSGVO. Einige Daten dürfen nicht das Land, andere nicht mal das Firmennetzwerk verlassen. Hier schließen die lokalen Modelle genau diese Lücke. Der Backend-Server hat einen Ollama-Dienst erhalten. Hierbei handelt es sich ausnahmsweise nicht um einen MCP-Server. Das Ollama-Modul bietet eine eigene Auftragswarteschlange für Stapelarbeit und einen GPU-Wächter, der die Auslastung prüft, bevor er eine Aufgabe starten kann. Wo liegt der Unterschied? Ich arbeite nicht wie mit ChatGPT oder Claude im Dialog mit den lokalen Modellen, so wie es zum Beispiel Kai machen würde. Ich verwende die lokalen Modelle nur für gezielte Aufgaben. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Die Aufgabe lautet: Gib mir eine Übersicht, was diese 1000 Delphi-Units machen, und fasse das in einer Bewertung zusammen. Diese Aufgabe möchte ich sicherlich nicht über einen Cloud-Anbieter mit Tokenkosten laufen lassen. Schon gar nicht, wenn ich das über Nacht mit 20 verschiedenen Aufgaben für alle 1000 Units starten möchte. Wie genau das geht, erkläre ich später, denn dafür brauchen wir noch das ein oder andere Modul im Backend-Server. Aber bevor ich sage, welches lokale Modell wofür am besten geeignet ist, muss ich wissen, was die Modelle wirklich können. Und das habe ich mit großem Aufwand gemessen. Hierzu empfehle ich meinen dreiteiligen Blogpost. Für den Benchmark habe ich 8 lokale Modelle durch 5 Aufgabenphasen geschickt, mit 30 echten Delphi-Units aus der Produktion. Die 5 Phasen bilden ab, was ein echter Delphi-Assistent können muss. Erstens, versteckte Probleme finden, bevor man etwas anfasst. Zweitens, verstehen, was eine Unit wirklich tut. Drittens, korrekten Delphi-Code schreiben, nicht plausibel aussehenden. Viertens, einschätzen, wann eine Aufgabe trivial ist und wann sie ein stärkeres Modell braucht. Und fünftens, Werkzeuge aufrufen, also sauber mit einem MCP-Server umgehen und die korrekten Parameter mit korrekten Daten übergeben. Ich will nicht durch alle Zahlen gehen, aber 4 Ergebnisse solltest du kennen, weil sie die ganze Architektur danach bestimmen. Erster Befund: Es gibt kein bestes Modell. Das Modell, das am besten Code versteht, ist nicht das, das am besten Code schreibt. Bei mir hatte ausgerechnet das stärkste Patch-Modell die schwächste Verständnisnote.
Diese beiden Fähigkeiten messen wirklich etwas Unterschiedliches. Die Konsequenz daraus heißt Routing, du schickst jede Art von Aufgabe zu dem Modell, das dafür am besten geeignet ist. Und genau so ist die Pipeline gebaut. Ein schnelles Routermodell schaut sich jede Aufgabe an und entscheidet, ist das trivial, mittel oder schwer. Triviales geht an ein schnelles Modell, Schweres an das beste Verständnismodell. Zweiter Befund. Und der ist knallhart. Werkzeugaufrufe sind eine Ja- oder Nein-Fähigkeit. Ein Modell gibt entweder saubere JSON-Objekte zurück oder es gibt nur Text aus. Mehrere ansonsten fähige Modelle sind hier komplett durchgefallen, auf API-Ebene, nicht reparierbar durch besseres Prompting. Für jede Pipeline, die mit einem MCP-Server spricht, ist das ein Filter, der vor allem anderen greift. Dritter Befund, für mich als deutschsprachigen Entwickler besonders interessant. Jedes Modell schneidet bei deutschen Prompts schlechter ab als bei englischen. Bei Aufgaben mit Code reichte der Verlust bis zu 31 Punkten. Die praktische Lehre: Verwende Englisch für alles, was Code enthält oder das Modell nach konkreten Bezeichnern fragt. Verwende Deutsch für alles, was dem Entwickler gegenübersteht, also Oberfläche und Erklärung. Vierter Befund. Ich habe dieselben 5 Phasen zusätzlich auf einem starken Cloud-Modell laufen lassen als Vergleichspunkt. Und hier kommt die ehrliche Antwort: Bei Spürsinn, Routing und Werkzeugaufrufen sind die lokalen Modelle praktisch gleich auf mit der Cloud. Es gibt genau eine echte Lücke: das tiefe Verständnis von Code. Dort liegt das Cloud-Modell rund 28 Punkte vorn, Stand Juni 2026. Das ist die einzige Phase, in der lokale Modelle deutlich zurückfallen. Und genau das gibt die Architektur vor. Ein Team mit strengen Datenschutzanforderungen kann komplett lokal bleiben. Wer hybrid arbeiten darf, schickt die Aufgaben, die tiefes Codeverständnis erfordern, in die Cloud und hält alles andere lokal. Beides ist ein bewusster Bauplan, keine Notlösung. Auf der obersten Stufe greifen 3 Module ineinander. Der Scheduler kann zeitgesteuert Aufgaben starten. Alle 3 Stunden, einmal am Tag, jeden Dienstag. Damit startet er über den Orchestrator die Aufgaben. Der Orchestrator verwaltet über das MySQL-Interface die Rezepte für die Aufgaben. Das dritte ist der Runner. Er sorgt dafür, dass die Daten erzeugt oder gespeichert werden. Der Runner ist eine Sammlung von Delphi-Jobs, kompiliert als DLL, die der Orchestrator aufrufen kann. Ein konkretes Beispiel: Der Scheduler läuft alle 3 Stunden und gibt dem Orchestrator den Befehl Mailcheck. Der Orchestrator ruft über den internen Dispatcher den Job Read Mail IDs in der Runner DLL auf. Diese Methode liest aus dem MySQL-Server die letzte Mail-ID aus und prüft dann über Outlook MCP, ob es neue Nachrichten gibt. Für jede neue E-Mail legt der Runner einen einzelnen Job im Orchestrator ab, Read Mail by ID. Der Orchestrator startet die Jobwarteschlange und führt die einzelnen Jobs über den Runner aus. Read Mail by ID liest die Mail und gibt Inhalt und Prompt an den Orchestrator zurück. Im Rezept stehen 2 Aufgaben. Erstens klassifizieren, Spam oder echte Mail. Zweitens bewerten, wie wichtig ist die Kundennachricht. Das Routermodell gibt das passende Modell vor. Die Aufgabe geht über Ollama MCP an dieses Modell. Je nach Antwort wird der richtige Job aufgerufen. Entweder wandert die Nachricht in den Spam-Ordner oder es entsteht per Jira MCP ein Ticket. Das nenne ich effizienter Einsatz von lokalen Modellen. Und noch ein Detail, das ich nicht unerwähnt lassen möchte: Für die Jobs, die zur Runner DLL kompiliert werden, habe ich nicht eine einzige Zeile per Hand geschrieben. Ich gebe nur den Prompt ein. Ein Modell erzeugt den Code, ein anderes Modell prüft den Code mit dem Compiler über Delphi MCP. Eine neue Runner DLL wird installiert und per Hotswap im Backend-Server aktualisiert. Und es gibt einen Teil, der ganz ohne dich läuft.
Ein Zeitplaner startet zu einer festgelegten Uhrzeit. Er stößt den Orchestrator an, der offene Analyseaufträge aufgreift und sie an das lokale Modell verteilt. Die Ergebnisse landen in einer Code-Wissensdatenbank. Die Datenbank wächst mit jedem Durchlauf. Beim nächsten Mal, wenn der Agent einen Teil deiner Codebasis verstehen muss, sind die Antworten schon da. Kein Prompt, kein Entwickler am Schreibtisch. Software, die im Hintergrund zuverlässig etwas Nützliches aufbaut. Und genau das ist der Unterschied, um den es in diesem ganzen Video geht. Nichts davon erreichst du mit Prompts, egal wie gut sie formuliert sind. Prompts sind flüchtig. Sie verschwinden, wenn das Kontextfenster geleert wird. Sie können keinen Breakpoint setzen. Sie erinnern sich nicht an die Architekturentscheidung von letzter Woche. Und sie laufen nicht um 3 Uhr nachts, wenn niemand zusieht. Der echte Sprung kommt nicht vom klügeren Prompt. Er kommt davon, KI als Bauteil in eine richtige Architektur einzufügen, mit Zustand, mit typisierten Schnittstellen, mit Lebenszyklus und mit Anbindung an die echten Werkzeuge. Hey, schön, dass du bis hierher durchgehalten hast. Das war der Weg von Copy and Paste zu echten Enterprise Workflows in 14 Stufen. Wenn dir das etwas gebracht hat, du aber nicht sicher bist, wie du es für dich adaptierst, es gibt 2 Wege. Der erste Weg ist selber machen. Dafür habe ich auf meiner Homepage einen Shop eingerichtet. Dort kannst du Stand Mai 2026 die hier gezeigten Module als Delphi 13.1 Source Code bestellen. Für Everything brauchst du natürlich das Tool von VoidTools und Delphi MCP und Parsindexer benötigen noch eine DLL, die ist im Bundle enthalten. Das sind die eigenständigen Module aus Stufe 2 in der Version 1.0. Und dann gibt es noch den zweiten Weg. Auch hier ist die Entwicklung schon weiter als dieses Video, Stand Mai 2026. Meine Backend-Server-Architektur bietet nicht nur einzelnen Entwicklern einen Einstieg, sondern ist auch für Teams und verteilte Ressourcen vorbereitet. Der Backend-Server hostet die hier gezeigten MCP-Server. Wenn also auf Source Code zugegriffen werden soll, gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, den Server dort zu installieren, wo auch der Source Code liegt. Und zweitens, den Remote-File-Server zu verwenden. Die möglichen Kombinationen sind zu umfangreich, um sie hier im Detail zu erklären. Das würde den Rahmen endgültig sprengen. Deshalb steht auf meiner Homepage zurzeit Preis auf Anfrage. Ich bereite gerade das komplette Ökosystem aus MCP-Servern und Backend-Modulen vor. Und da sicherlich niemand all die Konfigurationen selbst tippen möchte, muss ich dafür noch einen intelligenten Installationsprozess etablieren. Vielleicht zeige ich in einem der nächsten Videos, wie derselbe Backend-Server nicht nur für einen einzelnen Entwickler funktioniert, sondern für ein ganzes Team mit geteiltem Zustand, mit Rollenvergabe und mit parallelen Agenten, die wirklich zusammenarbeiten. Wenn dir meine Videos gefallen, dann klick bitte den Like-Button und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. There's a fire burning out on the street. I can't bear this heat. You claim it was my fault.